Auf ein neues, der zweite Versuch, das 24-Stunden-Rennen ins Ziel zu bringen. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. In der TCR-Klasse hat sich das Geschehen an der Spitze weitgehend entzerrt. Eine Runde Vorsprung bringt Markus Österreich mit, als es am Morgen um 8 Uhr auf die nächste Einführungsrunde geht, nach dem insgesamt knapp 9-stündigen Abbruch seit gestern Abend. Der Grund dafür, dass überhaupt nur noch ein Hyundai, dem Vorjahressieger Honda Civic, gefährlich werden kann. Diesen Grund nennt Luca Engstler, der eigentlich in der WTCR einen Hyundai hätte fahren sollen. Das Auto ist dann zurückgezogen worden und Luca Engstler fährt auch den zweiten der Hyundai aus dem Team Target, gemeinsam mit Harry Protschik, mit Anti-Burri, dem Startfahrer, und mit Manuel Lauk. Das wäre der i30 gewesen, während Peter Terting, Marc Basseng, Moritz Österreich und auch Manuel Lauk mit dem aus den USA geholten Modell Veloster am Start sind. Dieser Veloster ist der einzige halbwegs ernsthafte Verfolger des Honda Civic Type R im Kampf um den Klassensieg in der TCR. Allerdings trennt die beiden eine Runde und das Auto von Engstler und Konsorten hat bereits mehr Rückstand. Ja, war eigentlich ein guter Start. Wir sind vom Pole los, konnten gleich am Anfang gut pushen, haben dann leider im ersten Stint schon die Info bekommen, dass unser Auto zu laut ist. Was schwierig nachzuvollziehen ist auf einer Rennstrecke. Mussten dann schon beim ersten Fahrerwechsel die ganze Abgasanlage tauschen, was viel Zeit gekostet hat. Sind dann weiter raus, konnten die Gap zufahren. Ich bin dann abends ins Auto gekommen, wo es wirklich unangenehm worden ist, mit halb trocken, nass. Dann sind wir auf Slick, dann hat es voll zum Regnen angefangen. Aber trotzdem konnten wir die Gap zufahren. War eigentlich alles gut bis dahin, Zeiten waren gut. Und wir waren sehr optimistisch, dass wir, wenn wir wie gesagt in der gleichen Runde bleiben, dann auch mit einer roten Flagge wieder dran sind und dann heute um Sieg kämpfen können, und mussten dann leider das Auto bis 12 Uhr abstellen, weil wir die schwarze Flagge bekommen haben mit dem Grund, dass unser Auto zu laut war. Und natürlich echt ein gebrauchtes Wochenende für mich. Fühlt sich alles jetzt nicht so toll an, aber wir versuchen jetzt noch das Beste zu machen. Ziel ist natürlich jetzt gucken, wie wir das Schwesterauto unterstützen können, dass wir den Sieg einfahren. Ich denke, da muss man jetzt einfach den Vorteil von dem zweiten Auto nutzen und gucken, wann wir jetzt bei den Bedingungen auf Slicks gehen können, und versuchen natürlich jetzt so gut wie es geht, unser Schwesterauto zu unterstützen. Um 8 Uhr heute Morgen ist es weitergegangen, nach einer Nacht, die ungewöhnlich lang gewesen ist fürs 24-Stunden-Rennen. Und weil sich mittlerweile das Geschehen nach dem Neustart auch ein bisschen wieder gesetzt hat, haben wir auch die Zeit reinzugucken und ein bisschen zu analysieren, was passiert ist. Jaro Montero ist schon da, der gerade schon drüben in der Box gewesen ist, des Honda TCR-Teams, der Gesamtführenden in der TCR-Klasse. Vorher allerdings nochmal kurz wie üblich der Blick auf die GT3-Klasse, also auf den Kampf um den Sieg. Da hat es gestern Abend ja vor dem Abbruch die beiden Unfälle der führenden Mercedes gegeben. Dadurch sind 3 Audi auf den ersten 3 Plätzen in der Anfangsphase. Frank Stippler in einem Audi davongestürmt. Dann allerdings hat sich bei dem man unter Steuern eingestellt, weil die Reifendrücke nicht richtig gewesen sind für die etwas abtrocknender und damit schneller werdende Bahn. Das hat man dann nachjustiert beim Boxenstopp, indem man da an den Dämpfern ein paar Klicks verdreht hat. Das kann man von außen machen bei diesen GT3-Autos. Christopher Haase ist derjenige, der momentan das Zepter in der Hand hat. Auch weil der dritte Audi, der mit vorne drin gewesen ist, eine 32-sekündige Standstrafe hat absitzen müssen, wegen eines Vergehens, das er noch von gestern Abend quasi mit rübergeschleppt hat. Momentan sind die Audi zwar vor allen Dingen derjenige mit Christopher Haase vorne mit dran, es sieht aber durchaus so aus, als ob dahinter sich 2 BMW massieren. Unter anderem das Auto mit Philipp Eng aus Salzburg im Rohre-Auto und hier der Schnitzerwagen aus Freilassing, der dahinter Aufstellung nimmt, und die BMW sind bei abtrocknender Bahn tendenziell eine Spur besser unterwegs als die Audi, denen mehr Nässe oder klare, trockenere Verhältnisse mehr liegen. Wir schauen uns das Ganze natürlich weiter im Verlauf des Vormittages an, sind jetzt aber zunächst einmal in die TCR-Klasse. Dort führt nämlich der Honda mittlerweile mit einer Runde Vorsprung, die er sich gestern Abend rausgeholt hat. You're leading with 1 lap on hand. How did you gain that lap last night? Wie hast du die Runde oder wie habt ihr die Runde rausgefahren? We have a bit less than a lap now. Our competitors are just in the same lap, around 8 minutes and something behind us. We get it for different reasons. I think the pace was quite similar on the wet conditions.
They seem to be a bit faster on dry, but we are quite strong on the wet. So obviously yesterday was good for us that it was so wet. And they stopped the same amount of times as us, but a bit longer than us. So we gained some advantage. And then with so many yellow flags and code 60s and tricky conditions, we were able to build up a good gap. And we had a lap when there was a red flag. So overnight we stayed in the lead. They are now in the first team. They recovered a bit of time. But the conditions are always changing, so we have to be careful. Just maintain a good rhythm. It cannot be a slow rhythm. It has to be an intense rhythm, but not too crazy. So this is the management that is a bit tricky. Im Nassen sei der Honda ein bisschen schneller gewesen als die Verfolger von der südkoreanischen Marke. Deswegen hätte man sich einen kleinen Vorsprung rausgefahren. Gleichzeitig sei man zwar im selben Intervallfenster gestoppt. Allerdings hätten die Stopps bei den Hyundai ein bisschen länger gedauert. Dazu gab es da noch ein Problem mit der Auspuffanlage, wo ein bisschen mehr Dämmmaterial reingebaut werden musste. Und es gab eine Strafe bei einem der Autos, sodass das Ganze sich aufsummiert hat zu einer Runde Vorsprung, die mittlerweile allerdings nicht mehr da ist, weil sich nach dem Neustart das Auto zurückgerundet hat und jetzt versucht quasi von hinten sich wieder ranzurobben, hatte aber noch die ganze Nordschleife, um das wirklich zu erledigen. Trotzdem sei es noch zu früh, schon in eine Art Verwaltermodus zu schalten. Das Ganze müsste man auf jeden Fall noch weiter hochhalten. Es war die ungewöhnliche Situation heute Morgen, dass man zwar eine Runde auseinander lag, aber in derselben Startgruppe gefahren ist und direkt hintereinander, sodass man direkt den Eindruck gewinnen konnte, die beiden Autos sind in einem Duell, obwohl ja der Hyundai dahinter eine Runde zurückgelegen hat. There was the unusual situation. There was one lap between them two cars this morning when they had the restart, but even though they were bunched up on the grid as if they were third and fourth, I think, in class. So was the main target just to prevent the Hyundai from unlapping himself as long as possibly? He already unlapped himself, and I was talking to my teammate Marcus, who was not very happy because they seem to be very fast on the straight line. So, you know, there's always fights between brands and manufacturers and teams to see who goes faster on the straight line, of course. So, yeah, they seem to be very good on the long straight line. So he unlapped himself already. So now he's in the same lap, but he has to do, of course, to recover a full lap. One lap seems a lot because it's around 9 minutes on the wet. But, you know, a single small problem can make you lose 1 or 2 laps. So it is important to stay in a good rhythm, but avoiding problems. This is the key now until the end. Die Runde hat er sich zurückgeholt, nachdem er es lange Zeit versucht hat, ist er jetzt in derselben Runde. Und der Schlüssel liege jetzt daran, möglichst keine Probleme reinzufahren. Gleichzeitig sei der Gegner auf den Geraden schneller, was Markus Österreich schon kritisch am Punkt vermerkt hätte als der Honda Civic. Dafür gilt natürlich der Civic generell als ein Auto, was in den Kurven sehr gut liegt und was auch beim Beschleunigen den einen oder anderen Vorteil hat. Nur auf der Endgeschwindigkeit ist der Hyundai einen Ticken schneller. Aber so ist es halt, wenn etwas unterschiedliche Fahrzeugkonzepte und auch Philosophien beim Bau der TCR-Autos aufeinandertreffen. Let's look back a little on last night. I know you weren't in the car when the race was stopped. Jago war nicht im Auto, als das Rennen unterbrochen worden ist mit der roten Fahne. Aber natürlich weiß er, wie die Bedingungen gewesen sind. Of course, you know how the conditions were. So what was the biggest problem? Was war das größte Problem? Das stehendes Wasser, standing water, oder die Tatsache, dass sich durch immer mehr Code 60 Phasen die Reifen abkühlen und dann nie wieder auf Temperatur kommen und eine Unfallhäufigkeit dadurch provoziert wird? The more Code 60s you had, I understand from the big guns, the more the tires cool down. You can't get them back up to temperatures. So one Code 60 basically breeds the next accident and the next Code 60. So it was not just water, it was also accident prone. Yeah, that's correct. The more accidents you have, the more Code 60s you will have. And therefore, as you explained very well, the tire temperature goes down. And then it's very difficult in these wet and cold conditions to bring up the temperature. So it's a kind of a vicious circle that you can never get back to some good grip on the car. So there are more and more accidents, and it leads to more and more Code 60s. So obviously the aquaplanning, standing water, there was more and more water, but also in my stint, we started to have a lot of fog. So water plus night plus fog, it's not a very good combination. And so all these conditions, plus, as we said, the more and more Code 60s, I think the race director took a safer approach, and he red flagged it. I mean, it's racing, we have to race in any kind of conditions, but of course safety has to come first, and it was becoming a bit more dangerous, a bit too dangerous. When you see a lot of pro cars
spinning around, making mistakes like this, it means that the conditions are really, really extreme. So I think it was a safe decision, a good decision. Es war eine Kombination gewesen aus tatsächlich sehr viel Aquaplaning, stehendem Wasser auf der Strecke, eben auch dem angesprochenen Teufelskreis aus gelben Flaggen oder aus Kriegsspuren, Code 60 verkehrsberuhigten Zonen, wo die Reifen abkühlen, und dem Nebel, der immer mehr reingezogen sei, sodass der Rennleiter sich letztlich auf Nummer sicher entschieden hätte, das Rennen zu unterbrechen mit der roten Fahne. Ein bisschen früh zwar, aber immerhin auf der sicheren Seite zu sein und nicht noch mehr Unfälle zu riskieren. Vor allem deswegen, weil auch schon sehr viele Profi-Autos in den Leitplanken gesteckt haben. Also dass es tatsächlich schon ein Indiz dafür gewesen sei, dass es sehr gefährlich, sehr rutschig gewesen sei. Ihr hattet ja nun eigentlich vor, eine Frühschicht, eine Spätschicht zu fahren. You were going to do one night shift and one early shift with the Germans in one shift and the foreigners in the other shift. How is your strategy changing now, or how has that affected your strategy? Wie hat sich diese Strategie jetzt geändert? Yes, the strategy was, as you said, I finished around 8:30, so it was real dark. Then Esteban continued, and after that there was going to be a longish rest until 3-4 a.m. And during that time, the Germans would alternate, and then in the early morning, the foreigners will alternate. Now it changed completely, of course, the strategy. So now Marcus started, then Esteban, then Dominic, and then it's not clear if they maybe do double shifts, depending on track conditions and the rhythm of each driver. If he feels comfortable, if the driver is comfortable, it's good to let him be in the car. So we'll decide how it goes depending on performance of each one of us. So at the moment, I am planning to do maybe the last 2 stints or something like this. Der ursprüngliche Fahrplan hat sich dadurch natürlich verändert. Nicht, dass die beiden Ausländer, also Thiago Montero und Esteban Guerreri, in die Nacht hineinfahren und dann die deutsche Fraktion mit Markus Österreich und Dominik Vogel für den Morgen übernimmt. Das war logischerweise nicht mehr gegeben, nachdem Esteban Guerreris Run mit der roten Fahne beendet worden ist. Darum hätte man das jetzt umgestellt. Markus Österreich den Start heute Morgen gefahren, jetzt Esteban Guerreri im Auto, dann Vogel und danach dann Thiago Montero. Wobei es da noch darauf ankomme, ob man anfängt Doppelturns zu fahren, also die Fahrer im Auto zu lassen, trotz Reifenwechsels und Nachtanken diese Doppelturns. Die fährt man vor allen Dingen dann, wenn die Streckenverhältnisse ein bisschen knifflig sind und der Fahrer sich quasi zu Hause findet und weiß, wo trocknet es ab, wo ist es nass, wo muss man wie fahren. Those double turns you would do because the driver is kind of in the loop and he knows where it's maybe still wet or where it's drying or where it's dirty or whatever. Exactly. Once you're in the car and you're confident and you've been around already for an hour and a half, you know how the track is evolving. So you know if there are dry patches, wet patches, oil, dirt. It's very important because every time you change driver, there is always a first lap of adaptation where you always lose a bit of time. It's normal. You cannot go out and take all the risks when it's changing conditions. So it is better if you can to double the stint. It means 3 hours in the car, yes, but if you can do it, it's performance-wise is better and also sometimes safer. Wenn man kalt ins Auto springt und die erste Runde dann in Angriff nimmt, dann verliere man unweigerlich immer ein bisschen Zeit, weil man sich erst wieder in den Rhythmus hineinbringen muss und zurechtfinden muss im Auto. Deswegen sei es besser, Doppelturns fahren zu können, wenn die Zeit das zulasse, oder wenn es möglich sei. Time permitting, I think, is the limiting factor. We heard yesterday because it's 3 hours maximum driving time and you're just scratching on that surface for the double turn. Also, we cannot do more than 3 hours in the car in the same stint. So, yes, we have to manage this, of course. But it means that you may be shortened by 1 lap on the second stint. That's okay, but you have to manage this, of course. Möglicherweise müsste man also, um diese Doppelturns fahren, den letzten Boxenstopp des Turns um eine Runde vorziehen. Das allerdings sei durchaus machbar. Wir sehen jetzt gerade mal, oder haben gesehen, jetzt sehen wir, dass es wieder mehr regnet. Heute Morgen, kurz bevor du gekommen bist, ist es ein bisschen trockener geworden. Einige Teams haben schon überlegt, ob sie auf Slicks gehen sollten im Laufe der Distanz. It started to dry up a little just when you came in to join us, and some of the GT3 teams were looking at maybe when's the next time or right time to go to change to Slicks or not. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass man gerade bei den GT3 sehr viel machen kann während der langen Boxenstopps. Am Stabi was zu verstellen seitens der Mechaniker, ein paar Klicks an den Dämpfern zu machen. The GT3 cars, they also change during their longish stops because they've got the stoppage time. They change the anti-roll bar settings, they do some clicks on the dampers to change the cars from wet to a more dryish setup. Is that something you can do as well in your car? And when are you doing it? Könnt ihr das auch machen und wann macht ihr das? Yes, this is something we can do even though our stops are a bit faster than theirs.
we still have time to make some fine tuning, small tuning changes. So if we need, I think honestly, if it doesn't rain anymore during this stint, it's probably the time where you will be able to go to slicks. So we Look at the window, at the windscreen rather. It's raining. So. Is it? I think so. Yeah, because he's not using the wiper, but It's winking. yeah. When I came here 10 minutes ago, it was spitting a bit. So if we go to slicks, we will always change a little bit, maybe the bar, maybe the wing as well. Some small changes that we can do in the car just to help with more grip on the car due to the tires. But the risk is that if you have to change back to range, then you will lose time again by changing the car. So it's always good to have a compromise setup, which is okay or acceptable on both conditions. So that's what we have at the moment on the car. We have not a full wet car, maybe 80% wet, and then we have a margin to drive it like this on the dry if we need to. Genau wie die GT3 können auch Sie gewisse Kleinigkeiten an den Aufhängungen, aber auch am Heckflügel, an der Heckflügelstellung, am Anstellwinkel des Heckflügels verändern. Macht man dann, wenn man von Regenreifen auf Slicks wechselt oder auch wieder andersrum, wenn das Wetter es nötig machen sollte. Sollte es jetzt trocken bleiben, könne es beim nächsten Stopp schon genauso weit sein, dass man auf Slicks gehen müsse. Und dann wären auch solche kleineren chirurgischen Eingriffe, sagen wir mal, an die Abstimmung des Autos mitgedacht. Allerdings momentan sei man noch mit einer Art Mischabstimmung unterwegs, die sowohl das Fahren im Nassen als auch das Fahren in trockene Verhältnisse auf trockene Fahrbahnen hinein erlaube. Those, would you say, compromise in the setup. Did you already inherit it right from the start, or did you change it this night because you knew there was going to be the red flag and you could work on the cars? Habt ihr das heute Nacht erst geändert, diese Mischabstimmung, oder seid ihr schon gleich damit losgefahren? No, we started like this. There was a small fine tuning, but more on tire pressures. Now for this morning, I would say, the tire pressures on these cars are so important and so efficient that sometimes they are bigger than setups or fine tuning setups. So the important thing here, especially with these conditions, is to find the right tire pressure at the start, and during the stints, hopefully that the tire pressure does not go too high or too low. And this will make a huge lap time difference, a huge confidence for the driver also. If we have too low pressure or too high, the balance of the car is completely off, and sometimes very oversteer, sometimes very understeer, and you cannot drive it. And around here, if you're not confident, you can lose 10, 15 seconds just out of confidence. So the main thing that we are focusing at the moment in terms of setup is to find the right tire pressure at the beginning of the stints. During the night, they only checked everything. Everything was okay so far. The reliability of the car is fantastic at the moment, so there was no need to change anything. Just brakes and basic things that we would have done anyway. It was just more of a check over. Man sei schon mit der Mischabstimmung losgefahren. In der Nacht hätte man nur mehr oder minder eine Inspektion gemacht an dem Auto mit allem, was sonst auch in der Nacht hätte an Arbeiten erledigt werden müssen. Und momentan gelte die Konzentration vor allen Dingen den Reifen drücken, damit man nicht mit einem zu hohen oder zu niedrigen Kaltluftdruck losfährt und dann in die Falle reinläuft, dass das Auto unruhig wird, wenn der Luftdruck zu sehr ansteigt, weil die Belastungen auf die Reifen kommen. Dann könnte nämlich sehr schnell auch das Vertrauen des Fahrers ins Auto flöten gehen und man verliere dann gleich auf dieser Strecke gleich einmal 10 bis 15 Sekunden, wenn beispielsweise das Heck zu unruhig werde. Talking about the rear, wo wir gerade über das Heck reden, I remember Rob Huff telling me once, your old opponent in WTCR, yes, these cars do have a rear axle, but it's only there to be dragged around. You drive the car right over the front end. Man fährt diese TCR-Autos zumindest in den Sprintrennen nur über die Vorderachse. Die Hinterachse muss quasi irgendwie mitgeschleppt werden. So hat es mir auch mal der Ex-Weltmeister Rob Huff erklärt. Is that the same here? Ist das hier genauso? Or do you do it a little less, more conservative because it's a long distance race, an endurance race? Exactly. Rob was right in the fact that in sprint racing, these cars have to be extremely oversteer. So you are always, the front is very strong, very good grip, and you try to have the rear with less grip as possible in order for the car to rotate and to turn. So it's quite extreme, so that's why you see a lot of spins, because you're always sliding from the rear has to rotate. If this doesn't happen, it means that the rear is a bit grippier at the rear, therefore you have understeer, so the front pushes and you cannot turn. So time-wise, this is very bad. But for a long distance race, you cannot try to survive
100 something corners every lap with the rear always moving. It's not safe, and maybe at the end of the day it will not be faster because you're always on the defensive mode. So for a long distance race, you have to have a bit more on the steer, you have to have a safer car. Again, it's a question of compromise, but it's a totally different approach to sprint setup. Bei den Sprintrennen der WTCR, über die wir ja gestern Mittag auch gesprochen haben, wird die... Sorry, I thought it was a Hyundai, it was the same colors. It's not. Which one was that? I do not wish bad to anybody, but you know. Bei den Sprintrennen jedenfalls hätte man das Auto agiler abgestemmt als hier, weil die Hinterachse deutlich sich mehr bewegen dürfe, um den Drehpunkt des Autos besser zu treffen, um das Auto besser um die Kurven zu kriegen. Das sei hier auf der Langstrecke nicht gewünscht, weil das Auto dann quasi immer über die Hinterachse ausbrechen würde und man ständig am Rande eines Abfluges auf der Rasierklinge reiten würde. Das sei bei den vielen Kurven, den vielen Runden nicht möglich. Und deswegen unterscheidet sich gerade da die Abstimmung zur WTCR, die wir gestern gesehen haben, ganz dramatisch. So viel vom ersten Update aus der GT3 und der TCR-Klasse am Sonntagmorgen. Es geht sicherlich schon bald weiter mit der nächsten Gesprächsrunde, mit den nächsten interessanten Informationen hier aus dem Fahrerlager vom 24-Stunden-Rennen im Rahmen unserer Serie Highway Through Green Hell. Bis dahin teilt uns und empfehlt uns weiter. Viel Spaß beim weiteren Zuhören und beim Lesen der Zeitschrift Pitwalk. Danke fürs Reinklicken. Euer Norbert Ockenger.